Ich bin Dirk Brendel, mein Name ist Dirk Brendel. Ich bin User Research Analyst bei Blue Byte. Sprich, ich schaue mir die Arbeit von Kollegen wie Sven an und sage danach, der User hatte Probleme, den Button zu treffen, macht den Button größer. Ja, hi, ich bin Sven, Game Designer, arbeite dann einen Monat lang an diesem Button, nur damit Dirk mir hinterher sagt, der funktioniert überhaupt nicht. Halte ich für grundsätzlich eine sehr gute Idee. Praktische Erfahrungen helfen einem im Bereich oft mehr als theoretische Erfahrungen. Dementsprechend, ich bin sehr dafür, auch grundsätzlich seine Projekte mal anderen Leuten zu zeigen. Hilft grundsätzlich immer. Ich sehe es rein aus meiner Sicht als Spieler und ganz ehrlich, ich würde gerne die Projekte alle sehen, mir mal alles anschauen. Ja, und ich bin immer neugierig, was haben Leute für neue Ideen, was wollen sie machen, und ich sehe auch mal bei Uni-Projekten, wir haben auch schon diverse in der Vergangenheit schon angeschaut, da sind immer oft ganz neue Ansätze dabei, auch für irgendwelche Mechaniken, und da will ich einfach viel mehr davon sehen. Würde ich absolut zustimmen. Es gehört Fleiß dazu. Man sollte fachlich natürlich Ahnung haben, sich entsprechend bilden. Also den Grundstock sollte man bieten. Und den weiteren Tipp, den ich immer jedem gerne mitgebe, ist dranbleiben. Bedeutet auch ruhig bei der gleichen Firma 5-mal bewerben, vielleicht nicht 5 Tagen hintereinander, aber ruhig dranbleiben. Es gibt immer wieder neue Positionen, die sich öffnen. Wenn man wirklich die Leidenschaft dafür hat und in die Spielindustrie möchte, man die Fähigkeiten mitbringt, gibt es eigentlich immer einen Weg. Und selbst wenn man sich hinterher selbstständig macht. Für mich privat das beste Spiel vom Game Design her ist ganz klar Kerbal Space Program, weil es so diesen Mix geschafft hat, ein super seriöses Spiel zu sein. Man kann richtig was lernen im Spiel. Es ist unheimlich motivierend, wenn man mal drin ist, hat einen sehr hohen Suchtfaktor und es macht einfach Spaß. Und Kerbal hat es geschafft, dass das Thema Versagen im Spiel ein Spaßfaktor im Spiel ist, weil ständig überall Explosionen und so weiter, es macht einfach Spaß. Der Hauptgrund, warum VR noch nicht quasi im Markt explodiert ist, ist der Kostenfaktor. Also ich habe mein VR-Headset zu Hause, aber trotzdem PlayStation VR-Headset, obwohl es ein sehr günstiges ist tatsächlich immer noch sehr teuer, teurer als die Konsole selbst. Und da fehlt halt, je nachdem, wie Dirk schon gesagt hat, auch der Content, der die Leute dazu antreibt, so viel Geld dafür auszugeben. Aber man würde sich vorstellen, High-Definition-Headsets, HTC Vive, gibt es für 50 € überall zu kaufen. Ich glaube, in dem Moment würde der VR-Markt wirklich explodieren, und zwar rasant. Aber das ist meine persönliche Meinung. Für mich der eigentliche Part ist, wie Menschen auf VR reagieren, dass auf einmal auch Menschen mit Spielen was anfangen können, die vorher überhaupt keinen Draht zu dem Thema hatten. Auch Leute, die jenseits der 70 sind, auf einmal sitzen in einem Spiel und spielen ganz normal, weil es für sie ganz alltäglich ist und merken den Unterschied gar nicht mehr. Das sind halt Leute, die haben vorher nicht mal eine Maus bewegt. Auch generell, was VR für Emotionen auslösen kann, was in normalen Spielen nicht möglich ist. Ja, das finde ich primär spannend, das zu verfolgen. Für mich selber von der Spielerfahrung her, ganz ehrlich, bis ich einen privaten VR-Headset anschaffe, das dauert noch ein bisschen. So wie es oft bei Märkten ist. Zuerst gibt es die breite Ausfächerung, das heißt extrem viele unterschiedliche, also man sieht es auch, ich weiß nicht, wie viele Headsets oder verschiedene Headsets es mittlerweile gibt. Irgendwann wird dieser Markt mehr oder weniger eingeschränkt sein, es kristallisieren sich ja jetzt schon ein paar Hauptmarken raus. Sobald das wieder kondensierter ist, dementsprechend verschiedene Plattformen stärker sind, wird das dann auch massenmarktfähiger. Aber das ist halt ein Entwicklungsprozess, ein mehr oder weniger natürlicher, und ich glaube, der wird in den nächsten 10, spätestens 20 Jahren einsetzen. Persönliche Meinung wieder. Schließe mich komplett an, auch persönlich natürlich komplett an. Das Einzige, worauf ich halt noch groß warte, ist der Eye-Tracker.
Sobald es VR mit Eye-Tracking gibt, das wird für mich der nächste große Sprung sein. Und halt alles, was Sven gesagt hat, zum Thema Eingabegeräte, da wird es für mich auch spannend werden. Was wird später so in 5 Jahren so die Standardlösung sein, worauf die meisten Spiele aufbauen werden.